Heute wird es spannend. Ich zeige euch nämlich heute die 10 besten Düfte der letzten 10 Jahre aus meiner Sicht. Ich glaube allerdings, da könnte ich auch Teil 2 machen. Das sind ja auf jeden Fall 10 Düfte, die in den letzten 10 Jahren, wenn ich nicht mit den Jahren durcheinander gekommen bin, ich glaube, die sind alle in den letzten 10 Jahren erschienen, für mich mit die besten sind oder die besten sind. Also wir gehen rein. Moin aus Hamburg. Mein Name ist Dennis, aka ihr wisst Bescheid, Fragrance Talk. So, der erste ist der Dior Sauvage Elixir. Ja, das Elixir, sehr, sehr genial, mit einer schönen Lakritznote, der DNA von Dior Sauvage im Hintergrund und ein 80er-Style hat dieser Duft. Ich hätte nie gedacht, dass der so einen Hype bekommt. Wirklich nicht. Also, ich fand ihn von Anfang an nice, aber habe ich gedacht, oh, da geht aber Dior ein richtiges Risiko mit ein, aber sie haben es einfach perfekt hinbekommen. Ich habe jetzt extra das Elixir genommen, weil es wirklich gut ist. Ich hätte jetzt auch das neue Extreme nehmen können, was ich im Endeffekt dazu zähle, weil das oder dieses Jahr eigentlich das beste Release bis dato ist. Schönes Teil. Also ich muss schon sagen, das ist top. Auf jeden Fall, ja, das Elixir hat eine schöne Würzigkeit, Lakritz-Style, männlich, maskulin und eben die Dior Sauvage DNA so minimal noch, aber sag ich mal sehr ins 80er Mosige ein bisschen noch. Aber es ist irgendwie genial, kann man kaum beschreiben. Sehr, sehr nice. Ein schöner Duft. So, dann haben wir von Jean Paul Gaultier, das ist Le Male Elixir Absolu. Ja. Ich habe das Absolu extra genommen. Ich weiß, dass das normale Elixir einen riesigen Hype hat. Mehr als der. Aber das Absolu ist perfekter zusammengestellt. Die extreme Süße, was das Elixir hat, ist hier ein bisschen zurückgenommen worden. Plus aber die 80er oder sag ich mal 90er DNA so von Le Male früher ist trotzdem drin geblieben. Abgewogener, runder, besser, tiefer irgendwie gemacht. Und das gefällt mir an den Absolu besser. Und deswegen ja, das allgemein ist das Elixir sehr, sehr gut geworden von Jean Paul Gaultier, aber das Absolu habe ich mit reingenommen, hier mit rein zu den besten, weil es einfach abgestimmter und besser ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. So, der nächste ist der Sillage von Kinetic Parfums. Ja, ich sag's immer wieder, wenn es um diese, ja, Tuscan Leather DNA geht, sagen wir mal so, dann ist das einfach der heilige Gral. Und es gibt Video in London, ja, ist auch ein Meisterwerk, aber das ist irgendwie ein Meisterwerk plus in allen Belangen. Ich habe das nur schon so oft gesagt. Das ist einfach perfekt. Wie soll ich das beschreiben? Das Video in London habe ich auch, ist auch perfekt. Ich habe sogar die erste Version, ganz wo der rausgekommen ist. Video in London hat mehr Leder, ein bisschen harscher, perfekt abgerundet, während auch Tuscan Leather viel mehr harscher Leder hat. Hier ist das aber hier ist alles perfekt zusammengefügt. Die Haltbarkeit, die Sillage, die Cremigkeit, die Himbeere, das Leder, etc. pp. Perfekt. Perfekter geht es nicht. Dieses Meisterwerk plus noch. Ist wirklich so. Das ist dieser Duft. Dann als nächstes, natürlich, wer hätte es gedacht, am Anfang nochmal hatte ich ihn eine 8,5 gegeben. Jetzt ist es eine 10, obwohl es eigentlich eine ganz simple DNA ist. Blue Talisman. Ja. Warum? Das ist einfach frische, sommerlich, eigentlich fast das ganze Jahr geeignet. Man fühlt sich immer cool irgendwie. Und dann eine schöne Süße, den muss ich auch mal sprühen. Einfach genial. Preis-Leistung, ja. Also der Preis, die Marke ist schon sehr extrem teuer. Die macht das, ja, ist eben so. Und was soll ich sagen? Es ist trotzdem die DNA, das ist wieder so, ist genau wie Sauvage früher anfing mit den Eau de Toilette. Oder, sag ich mal, Aventus oder Baccarat Rouge. Und so hat es Blue Talisman eigentlich auch hinbekommen. Vielleicht nicht in dieser ganzen Größenordnung, wie die ich eben aufgezählt habe, aber dann trotzdem schon gut. Ich glaube, würde die Marke noch das so mal bei manchen Parfümerien stehen und die noch so einen anderen Hype kriegen würden, dann würde dieser Duft wahrscheinlich sogar mehr durch die Decke gehen als Baccarat Rouge und Co., weil ich der Überzeugung bin, wenn das die Normalsterblichen auch mitkriegen würden, diesen Nischenduft,
Das ist schon sehr, sehr heiß, würde es dann werden. Ja, so, der nächste ist ein Meisterwerk. Wo ich den gerochen habe, es war sofort klar, dass ich den haben muss. Frédéric Malle, Mast Ravageur. Also hier ist alles drin, was Würzigkeit und Safran und Co., sehr viel Inhaltsstoffe. Ein männlicher, anschmiegsamer, sorry, absolut geisteskrankes Parfüm. Eins der besten in meiner Sammlung, der besten der letzten Jahre. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Das ist mein erster Frédéric Malle. Ich kenne aber The Night, kenne ich tatsächlich, ich kenne The Moon und so weiter, ne? Aber mein einziger Flakon ist der hier. Aber das ist auch dann auch wirklich, das ist High-End, bin ich der Meinung. Also es ist, ich kenne die anderen, ich finde The Night auch gut, ist extrem teuer, dies und jenes, aber es kommt nicht an diesen Duft an. Ich weiß nicht, denn dieses warme, sexy, maskulin, würzig, alles Mögliche. Ein absolutes Meisterwerk. Ja, genau wie das nächste ist für mich ein Meisterwerk, was den Sommer angeht. Grüße gehen raus an George, mein Freund aus Chicago, Zararauf mit Coco Loco. Ja, ein Duft, der mit Clementine, die Süße spielt, Zitrone, sommerlich, von allerfeinsten. Für mich, wenn nicht sogar der schönste Sommerduft. Das ist, ich sag's ja immer seit Jahren. Also, ne, diese Freundschaft ist ja schon länger, George und also ich schreibe mit George öfters mal und es ist einfach, ich finde einfach, er sucht sie, er fliegt in die Länder, guckt sich die Länder an, hat da die Illusion, wollte ich schon sagen, die Vision, Düfte zu kreieren, haut sich da oder guckt sich da die Inhaltsstoffe in den ganzen Ländern an und der macht was dafür. Und dann ist auch der Flakon anders als üblich und so weiter. Also, und dieser Duft, also es gibt sehr viele Düfte. Übrigens gleich mal vorweg, weil da Virgin Island Water angegeben worden ist auf Parfumo. Der riecht nicht wie Virgin Island Water. Nicht ansatzweise in meiner Nase, nicht ansatzweise. Und das ist auch das Schöne, er hat nicht wirklich Düfte, die irgendwo irgendwie in die Richtung gehen, die ihr kennt. Vielleicht einen, aber der auf jeden Fall nicht richtig guter Duft. So, und dann kommen wir zu einem wohl, ja, sehr teuer, 50 ml, aber wohl der sexy Duft überhaupt. Wurde auch viel nachgemacht, aber Clive Christian Blonde Amber ist einfach unschlagbar. Preis, Leistung, sagen wir mal so, oder sagen wir Leistung, Preis für so einen Duft. Auch hier finde ich, ist das nicht unbedingt ein, wie soll ich sagen, ein neues Rad erfunden worden. Aber so gab es das noch nicht. Und die Würzigkeit, das warme, ambrierte und so, das ist, ja, es ist krank. Es ist wirklich absolut gut und stimmig. Auch hier wurden sehr viele gute Nachbauten gemacht, aber das Original bleibt das Original. Wenn ihr den das erste Mal kauft, kann das sein, dass ihr sagt, was so teuer und dann ist die Haltbarkeit und die Sillage nicht so gut. Leute, Augenblick stehen lassen. Ich rede nicht von ewigen Monaten, sondern das ändert sich schon nach 1-2 Wochen, wenn ihr den 1-2 Mal gesprüht habt und so weiter. Umso länger er steht, umso öfter ihr ihn benutzt habt, umso geiler wird die Sillage und die Haltbarkeit. Wirklich wahnsinnig nice. Ein absolutes Brett. Also Dating, was das angeht, Punkt. So, der nächste, da weiß ich jetzt gar nicht, also ich nehme jetzt den hier. Das ist aber allgemein die Reihe mit gemeint und zwar, ja, Stronger With You. Hier haben wir Powerfully, das ist die Kirsch-Variante. Das ist ja in den letzten Jahren erst rausgekommen. Der ist auch gut. Diese DNA rieche ich da draußen, ob Sommer, ob Winter, ob Herbst, ob Frühling, am meisten. Ich rieche einfach Stronger With You. Ja, und mal hatte ich Bock am Anfang, dann gab es eine Zeit, hatte ich keinen Bock auf diese DNA und dann wieder jetzt. Es ist einfach so, es funktioniert. Und deswegen musste ich sie hier mit reinnehmen, weil das einfach passt. Und Stronger With You gehört dann zu den besten Düften der letzten 10 Jahre. Ist einfach so. Ne? Ich kann jetzt auch nicht nur, es sind sehr viele teure Düfte dabei, klar, weil es eben auch so ist und weil in den letzten Jahren, sagen wir mal, im Designerbereich, außer vielleicht Dior Sauvage, sag ich mal, nicht so viel gekommen ist und so weiter. Ich hätte jetzt auch Bleu de Chanel mit reinnehmen können, das Parfüm. Ich glaube, ist das noch in den 10 Jahren? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht. Aber das ist schon sehr, sehr nice. So, der nächste. Ich hoffe, das ist jetzt einer, aber den gibt's ja noch nicht so lange.
ist der Imagination von Louis Vuitton. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist der bestbewerteste Duft der letzten 3 Jahre auf Parfumo und der geht überall durch die Decke und jeder macht den nach, glaube ich. Ich glaube, der schlägt fast Aventus früher mit den ganzen Hype. Und ja, schwarzer Tee, Zitrone von allerfeinsten, schönes Teil. Ich glaube, so viel muss ich da jetzt nicht mehr drüber erzählen. Ein Duft, der einfach gut ankommt, der bei jedem fast gut ankommt. Natürlich gibt es 1, 2 Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, warum da so ein Hype drum gemacht wird. Natürlich gibt's das. Es gibt keinen Duft, der jedem gefällt. Das funktioniert so nicht. Aber hier, wow, schon stark. So, der nächste. Das sind, glaube ich, noch nicht 10 Jahre her. Das ist manchmal so ein bisschen, ich habe vorher nicht geguckt. Ich bin immer so einer, wenn mir fällt das ein. Ich sage, geiles, das finde ich cool, das Thema. Weil ich stehe davor. Ich mache das immer, ich plane keine Videos wochenlang vorher oder arbeite dann. Das mache ich nicht. Weil ich das persönlich, da kommt immer was dazwischen und ich sage, nee, ich muss jetzt das machen. Das will ich nicht. Das ist immer ganz selten, dass ich das mal mache. Und deswegen, ja, ich glaube, Apex von Roger Parfüms. Aber das Parfüm ist einfach, was soll ich sagen? Aber das ist einfach ein Meisterwerk, ne? Also, ja, man könnte jetzt sagen, ein bisschen, pass mal auf, aber sie haben ähnliches DNAs und so weiter, aber man merkt ja, das ist wirklich gut, aber das ist dann so ein bisschen High-End. High-End von der Qualität, auch vom Preis natürlich. Ob der immer noch so ist, weil ich bin ja der Meinung, verbessert mich. Es wurde einfach aufgekauft. Ich weiß auch nicht mal, ob die Schrift da drin ist, seine Unterschrift. Er hat es, glaube ich, verkauft. I don't know. Irgendwas hatte ich gehört und die Qualität der Roger Parfüms, ich habe eigentlich alle Roger, die ich habe, sind die alten Versionen noch. Also da, wo er noch das gemacht hat. Ich hoffe, dass es ansatzweise noch so gut ist. Jedenfalls gehört er trotzdem der Apex dazu. Also Würzigkeit, habe ich eben schon gesagt, wie schon beim Elixier von Dior Sauvage ähnlich gehalten, nur im Endeffekt in High-End-Nischenbereich. Ja, und zum Schluss, ja, den musste ich einfach damit reinnehmen und das ist der Paragon. Der Paragon ist ja die Pflaume. Ich glaube sogar irgendwann ist auch egal, was da drin ist. Inzwischen weiß man auch, wie Paragon riecht. Der Duft, der durch den ganzen Supermarkt riecht, obwohl ich denjenigen gar nicht sehe, die Person. Es ist so genial. Ein super leckerer Duft. Ingwer, glaube ich, war das. Pflaume, Ingwer, glaube ich. Keine Ahnung. Das ist eine DNA, die so noch nirgendwo in der Zeit, also wo der rausgekommen ist, davor hatte ich diese DNA noch nicht. Der ist, für mich ist das sexy. Da gibt es aber auch welche, die sagen, ich mache das nicht. Aber ich weiß gar nicht, frisch, sauber. Denn diese geile Ingwer-Pflaumen-DNA, ich finde das einfach, das passt einfach. Und Paragon von Initio musste einfach hier mit rein. So, das waren diese 10. Nochmal, jetzt passt mal auf, der hier, könnt ihr den jetzt sehen, ich hoffe, ne? Und so weiter, ist auch ein Meisterwerk. Den habe ich jetzt nur nicht genommen, weil es keinen Sinn macht, weil den gibt es nur, das ist eine limitierte Edition, die habe ich schon länger und ich weiß gar nicht mehr, ob es den noch gibt. Und der ist dann auch teuer und so weiter. Nochmal, es gibt viele. Ich hätte jetzt auch Alexandria 2 Anniversary nehmen können, habe ich auch. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich dachte, da kommen jetzt auch mal, dann hätte ich Stronger with You rausnehmen müssen, aber dann hätten wir noch einen Nischenduft. Nein, das wollte ich nicht. Deswegen, ja, ist das schon gut. Vielleicht mache ich tatsächlich, weil es nicht anders geht, nochmal einen Teil 2 hiervon. Also die besten 10 Parfüms der letzten 10 Jahre, Teil 2. Das sollte eigentlich auch genehmigt werden, ne? Sollte ja so sein, obwohl das natürlich jetzt der Special ist, die ersten 10. Ja, ihr könnt ja mal unterschreiben, welche habt ihr da so und so weiter und so fort. Und gleich vorweg, ja, ich zeige sehr viel arabische Düfte, Nachbauten, Dupes, whatever, aber in dem Fall sind die hier nicht mit drin. Ist ja auch ganz logisch, falls das aufkommt, die Frage, weil, warum auch in dem Fall? In Endeffekt, wisst ihr die Antwort, warum? Und dementsprechend, ja, auch wenn das sehr, sehr gut ist und ich da coole Dinge habe, Initio hätte man viel reinnehmen können. Man hätte einige noch reinnehmen können.
was in den letzten 10 Jahren rausgekommen ist. Ich habe Initio sag ich schon, ich meine Sospero jetzt rausgenommen, weil nochmal, ich wollte Jean-Paul Gaultier drin haben und ich wollte Stronger With You, weil sonst wären die weggefallen und dann, ja, deswegen habe ich das. Aber hier und da einige Düfte, da sind auch gute bei, die auf jeden Fall dazugehören. Vor allen Dingen einen, den ich als besten Duft 2025 betitelt habe von Sospero, ist ganz klar, den habe ich jetzt nicht hier mit drin, aber der wäre normalerweise auch drin. Ja, dementsprechend lassen wir es so stehen, dann bin ich raus. Grüße gehen raus an euch alle und an meine Mitglieder. Schön, dass ihr noch dabei seid, diesen Kanal unterstützt. Wenn ihr übrigens meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht es, drückt die Glocke, macht den Daumen nach oben, whatever, damit ihr auch kein Video verpasst, etc. pp. Jetzt habe ich das auch abgearbeitet. Das hilft uns manchmal, dann soll dann wir sollen denn das auch manchmal sagen und dann machen wir das dann auch. Ne? Man muss es nicht, macht das sehr selten, aber lassen wir es mal so stehen. Also Freunde, bis zum nächsten Mal und ich bin raus.